Zunächst einmal möchte ich mich bei euch allen erneut ganz herzlich für das überwältigend große Interesse an meinen Modellbahnvideos bedanken. Als ich meinen ersten kurzen Clip über den süßen kleinen Magnoel-Radler hochgeladen habe, wollte ich YouTube eigentlich nur als Videocloud verwenden, um das Filmchen anderen Hobbykollegen zeigen zu können. Doch nachdem innerhalb kürzer Zeit über 40.000 Zuschauer das Video angeschaut haben, habe ich mich entschieden, weitere Filme zum Bau meiner Modellbahnanlage hochzuladen. Und auch die wurden so gut angenommen, dass sich mein YouTube-Engagement etwas verselbstständigt hat und ich mich bald entschieden habe, regelmäßig jede Woche einen neuen Clip auf YouTube zu stellen. Wobei es natürlich objektiv nie einen Zwang oder Druck dazu gegeben hat. Aber die unglaublich positive Resonanz, die vielen wohlwollenden und konstruktiven Kommentare und die tolle Community, die sich in der Zwischenzeit gebildet hat, haben mich über mehr als 1,5 Jahre hinweg motiviert, jeden Sonntag um 8 ein neues Video zu veröffentlichen. In gewisser Weise war dieser selbsterzwungene Rhythmus sogar ganz gut dran zu bleiben und zu wissen, in 7 Tagen soll ein neues Video erscheinen. Also mach dir schon mal Gedanken, welche Idee du umsetzen möchtest. Denn spannenderweise sind die Filmideen im Laufe der Zeit nicht weniger, sondern stetig mehr geworden, und in meinem Ideenspeicher, einer einfachen Excel-Liste, stehen immer noch weit über 50 Themen, die ich als Modellbahn-YouTube-Video interessant finden würde. Auf der anderen Seite bedeutete diese Regelmäßigkeit aber auch jede Menge Stress. Denn mein YouTube-Engagement betreibe ich ja rein hobbymäßig. Wenn jeden Sonntag um 8 ein Video erscheinen soll, muss die Produktion wie am Schnürchen laufen. Eine DD auswählen, das Skript dazu schreiben, die Videosequenzen drehen, wobei bei mir sehr oft temporäre Aufbauten oder gar Umbauten an meiner Modellbahnanlage notwendig waren, um das Thema gut verständlich zu präsentieren oder zu erklären, die dann auch oft wieder rückgebaut werden mussten. Zumindest musste eigentlich immer nach dem Dreh ganz viel überflüssiges Geraffel wieder aufgeräumt werden. Dann den Text dazu einsprechen, anschließend den Film zusammenschneiden, kontrollieren und hochladen. Dann noch einen guten Titel überlegen, eine kurze Beschreibung anfügen, ein visuell eingängiges Thumbnail erstellen und schließlich ganz kurz durchschnaufen, bis es schon viel zu bald für das nächste Video wieder von vorne losgehen muss. Und wenn man irgendwann einmal 2 Wochen mit seiner Frau in den Urlaub fahren möchte, heißt das im Vorfeld gleich 3 Filme vorzubereiten und hochzuladen. Da darf nicht so viel dazwischen kommen. Jetzt ist mir in den letzten 1,5 Jahren, Gott sei Dank, nichts Großes in die Quere gekommen. Keine Unfälle, keine Krankheiten oder ähnliches. Jedoch haben sich in den letzten 1-2 Monaten die, nennen wir sie mal, kleineren Frustmomente sehr gehäuft. So habe ich mir zum Beispiel eingebildet, aus dem Umbau von 2 Magnoel-Radfahrern ein trabendes Pferd mit bewegten Beinen zu konstruieren. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass das mit etwas Muße durchaus machbar sein müsste, habe ich es so auf die Schnelle, wie es eigentlich notwendig wäre, nicht hinbekommen. Einen weiteren geplanten Videodreh über die Einheitslokomotiven der Deutschen Bundesbahn musste ich ebenfalls abbrechen. Weil bei meiner E41 die Aufhängung des Drehgestells gebrochen ist und diese nun erst einmal nicht mehr fährt, sondern repariert werden muss. Beides sind es nicht wirklich dramatische Ereignisse, aber in beiden Fällen hat es dazu geführt, dass ich das geplante Video erst einmal nicht drehen konnte und für das wöchentliche Video noch einmal von vorne anfangen durfte. Schnell eine andere Idee aus der Liste auswählen und unter Zeitdruck einen neuen Film drehen. Als dann
zu guter Letzt der Umbau meiner schlanken Weichen auf Basis der weichen Weiterweichen mit geätzten, hoffentlich sehr viel besser getarnten Punktkontakten auf motorische Antriebe irgendwie länger gedauert hat als erwartet, hatte ich in gewisser Weise die Schnauze voll. Denn neben diesen kleinen Frustmomenten und einem tiefen Motivationsloch hatte ich schon lange ein Problem damit, dass meine YouTube-Tätigkeit mein komplettes Zeitbudget für mein Hobby Modelleisenbahn auffrisst. Seit 1,5 Jahren, seit ich YouTube-Videos veröffentliche, geht der Bau meiner Modellbahnanlage kaum noch vorwärts. Zumindest so langsam, dass man bei meinem doch nicht so kleinen Anlagenbauprojekt keinen signifikanten Fortschritt oder auch nur mal einen kleinen Abschluss von noch so kleinen Zwischenzielen sehen würde. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mit den YouTube-Videos etwas kürzer treten und nicht mehr jeden Sonntag ein neues Video veröffentlichen, sondern jetzt im Sommer möchte ich erst einmal nur noch etwa ein Video im Monat produzieren. Ob ich es dann im Winter schaffe, mich wieder häufiger aus meinem Hobbykeller zu melden, wird sich noch zeigen. Auch, falls ja, ob es dann wöchentlich oder nur alle 2 Wochen sein wird. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass dies nicht wegen negativer Rückmeldungen oder sonst etwas aus der Zuschauerschaft heraus ist, sondern die vielen netten Kommentare und etliche Aussagen, wie sehr einige von euch die sonntäglichen Videos genießen, hat mich so lange bei der Stange gehalten. Vielen Dank dafür, auch wenn ich jetzt etwas die Notbremse ziehe, um nicht in einigen Monaten vor lauter Frust alles an den Nagel zu hängen, was mir in den letzten Jahren so viel Spaß gemacht hat. Der Bau einer schönen Modellbahnanlage, aber auch der Austausch mit euch. Trotz allem würde ich mich natürlich sakrisch freuen, wenn ihr bei meinen nun unregelmäßiger und seltener erscheinenden Videos aus meinem Hobbykeller wieder mit von der Partie wärt und, was noch nicht geschehen, auch meinen Kanal abonniert. In der hier rechts verlinkten Playliste findet ihr übrigens alle bisher schon erschienenen Videos zum Bau meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.